Hi, mein Name ist Lilly. Ich muss aktuell mit dem Florian 24/7 aushalten und nicht reisen. Nach einer längeren Auszeit geht es hier auf dem Kanal weiter. Im heutigen Video nehmen wir euch mit durch Korfus Norden, bevor es für uns aufs Festland nach Ioannina geht. Das Nüsschen benötigt eine Reparatur, die Wartezeit für das Ersatzteil verbringen wir in der Vikos-Schlucht. Herzlich willkommen in Griechenland. Sieht Geil. das nicht geil aus? Voll. Richtig geil. Ja. Nach Ankunft in Korfu Stadt gilt es erstmal Alltagsdinge zu erledigen, bevor wir dann die Stadt erkundigen. Wir stehen in der Stadt und haben einen wunderschönen Balkon. Heute ist Wäschetag im Nüsschenhause. Lilly ist schwer gewappnet. Sehr schwer. Tschüss, viel Spaß. Danke, ciao. Hier sind riesige Trommeln, was super ist. Wir haben auch die ganze Bettwäsche und so reingehauen. Kostet pro Maschine 3 Euro. Da drüben sind ganz viele Trockner, was natürlich geil ist, dass man nicht mit, siehe hier, dass man nicht mit feuchter Wäsche rumlaufen muss. Und während ich hier so warte, buche ich eine Fähre. Mal schauen, wo es hingeht. Und Flo sitzt im Nüsschen, passt auf, schnibbelt schon ein bisschen am neuen Video. Das ist wahnsinnig schön hier. Ich habe so ein bisschen so einen venezianischen Input wohl. Und einfach richtig schöne Gebäude hier. Und Kann mir mal jemand erklären, warum einige Menschen, vorwiegend Männer, immer so fasziniert sind von allem, was sich irgendwie motorisiert bewegt? da was geile Bilder sind. Es ist so fucking Fähre, riesig und weiß. Das sieht mir jetzt gar nicht wahrscheinlich. Also ich schaue mir das nicht so gerne an. Aber ja, jedes Flugzeug ist ein Wunder der Technik und muss genauestens beobachtet werden. Am liebsten auch direkt fotografiert oder gefilmt oder besser noch beides. Und natürlich muss man da auch bei Flightradar oder sonstiger App nachschauen, von wo nach wo dieses Flugzeug fliegt. Gott, ist das süß. Eventuell begehe ich gerade Hausfriedensbruch. Aber wie schön ist das? Also uns gefällt die Stadt so gut, dass ich richtig Panik vor der Speicherkarte der Kamera habe, weil der Flo durchgehend am Knipsen ist. Aber völlig verständlich. Es ist echt unglaublich schön hier alles. Korfu, Stadt, können wir nur empfehlen. Insel sowieso, aber Stadt auch richtig gut. Die knapp 30.000 Einwohner zählende Stadt Korfu ist, Achtung, Hauptstadt der Insel Korfu. Besonders beeindruckend sind die vielen pastellfarbenen venezianischen Bauten. Im Westen befindet sich eine von Venezianern erbaute neue Festung mit Tunnelsystem und Blick auf den Hafen. Boah, das sind ja riesen Dinger hier. Nicht nur alte Kanonen und Gemäuer kann man auf diesem Burggelände entdecken. Nein, sondern auch eine Musikschule hat hier ihren Sitz. Wie geht es von Family Guy? I follow fat people around.
hübsch hier, ne? Ob hier gestern Valentine's war? Die Jungs. Oh. Nach 2 Tagen in Korfu-Stadt ging es für uns weiter an den nördlichsten Zipfel der Insel zum Antinioti West Beach. Wow, das ist ein schöner Platz. Irre. Ist das schön. Die Lilly hat Geburtstag. Happy Birthday to you. Marmelade im Schuh. Schön mit dem Messer. Aprikose in der Hose. Und eine Bratwurst dazu. Dann hole ich mal einen Teller. Ja. Ich springe jetzt, ich versuch's jetzt, Schatzi. Tschüss. So mitten im Februar hat auch hier das Wasser nur ca. 17 Grad, was für mich als Warmduscher extrem kalt Aber ist. ich hab's gemacht. Mama wird stolz auf mich sein. Zum Glück haben wir vorher Wasser warm gemacht und so konnte ich eine richtig heiße Dusche nach diesem eiskalten Bad genießen. Guck mal, Maulwurf. Oder Termiten. Kein Haus. Weit und breit. Kein niemand. Nur Nature. Angenehmer Sandstrand. Herrlich. Und für ein paar Stunden Paddelvergnügen muss man immer auch ein paar Stunden räumen und sauber machen und packen. Hier ein bisschen Vanlife-Realität. Alles fliegt rum. Offen sieht richtig schön unordentlich aus, aber wir bereiten uns auf was Schönes vor. Ziel ist es, hier so entlang, da ist so eine süße Bucht und dann wollen wir einmal außen rum fahren. Wir sind im Zoo, da vorne sehe ich auch kleine Schaumkrönchen. Immer Sturm am Kap. Aber Flo macht das schon ganz gut. Ja, wir sind guter Hoffnung. So, wir sind jetzt gerade hier von da gekommen. Und das war tatsächlich ziemlich wellig, ziemlich strömungsmäßig haben wir jetzt gekämpft. Und jetzt bewegen wir uns auf die Bucht da hinten zu. So hübsch. So, unser Privatstrand für heute. Es ist so warm, dass wir hier wirklich in kurzer Hose und Bikini-Oberteil einfach im Bötchen sitzen, trotz Wind. Ist es so richtig sommerlich. Ich helfe mal, dass wir hier nicht auflaufen. Wäre schade.
Schade, dass wir kein Übernachtungszeug dabei haben. Das wäre jetzt eigentlich ziemlich cool hier. Eine einsame Insel. 7 Tage, 7 Gegenstände. Ah, Spatzel. Zu viel geguckt. Zu viel fürs Meinecke geguckt. Ja, wir sind hier in dem ziemlich coolen Kloster. Mal schauen, ob wir da gleich noch hochgehen. Es ist schon 5. Aber auch ein Grund, warum wir herkamen, ist Wasser. Wir sind so in Not, weil es irgendwie weit und breit nichts anderes gibt, dass wir jetzt einfach tatsächlich aktuell noch ohne zu fragen uns was zapfen. Vielleicht hinterlassen wir einfach einen kleinen Zettel und ein Dankeschön. Erstmal das Footage vom Tag sichten. Aber eigentlich gibt es was viel Schöneres, noch schöner. Ist das nicht irre? Moin. Na? Es geht mal wieder Treppen bergauf. Cool, jetzt sind wir hier. Da unten steht Nüsschen. Den ganzen Weg hochgelaufen. Wie man hört, den Stall, um dann vor einer verschlossenen Türe zu stehen. Geil! Im Internet stand einfach nur, dass im Winter Eintritt frei ist. Das ist richtig malig. Ganz klar Gamer. Mädchen. Junge Dame. Jetzt gibt's Ärger, weil ich hier über die Mauer bin. Weißt du, wie steil das da runter geht? Ja. Das ist Chaut. Hier ist noch, Schausteil. ich habe noch 2 Meter Stein, der mich hält. Ja, reicht. Na gut. Steil. Hübsch. Ja, schade. Kein Kloster für uns. Das sieht auch genauso aus wie Stausee in NRW. Auch mit diesem türkisen Wasser. Wie in der Krombacher Werbung. So, jetzt gibt es hier den Geheimgang zur Burg. Oder? Da können wir nicht hin. Cool. Gut. Ja. Schön was. Das ist so hübsch durch diese Oliven. Wow. Oh ja. Jo! Juhu! Und das Ganze bei sehr netten 21 Grad im Schatten. Grad. Ja, das bestätigt auch die Reifentemperatur. Okay, 21 Grad ist bestätigt. Was auch, was man auch so zeigen kann, wir haben relativ kurze Sachen an. Das finden wir schön. Wir freuen uns. Denn es ist Frühling. Frühling, Frühling, ja Frühling. Das ist Wahnsinn. Frühling, Frühling, Frühling. Man steht auf Sonne. barfuß. Baum. Man steht auf barfuß und möchte sich nicht sofort 3 Paar Socken anziehen, weil es einfach warm ist. Herrlich. Frühling, Frühling, Frühling. Und jetzt Sonne. Blümchen auf der Wiese. Kurvisch hier. das ist kurvisch, ja. Das ist herrlich hier. Das ist schön mit dem Aston Martin DB6 hier, die Bergstraße mit dem Schal, Seidenschal.
runterfahren. Kamera läuft. Test 1, 2, 3. Neues Mikrofon. Keine Ahnung, ob wir das alles richtig eingestellt haben. Aber so sitzen wir nun und reden. Wir probieren das mal aus. So nämlich. Heute ist großer Geschenketag. See, funny thing about love is you never really know when it's coming, but you better believe you'll know when it's there. True story. I must have been searching, though I wasn't looking for much. Checking out the scene, wasn't trying to get my numbers up. You know I keep it cool. I prefer to stay in the cut. Don't want no attention on me when I'm trying to shake the blues up off me. But then I saw your face, it caused my heart to race. Girl, you're looking like $1 million. Something about the way you strut your stuff. Oh, girl, you're fine as you wanna. What I'm supposed to do? Something told me got time to lose. Go ahead and bust a move. Da sind wir wieder an der Fähre. Von Korfu geht es aufs Festland, rüber nach Ioannina. Dort haben wir bei iOverlander eine ziemlich gut bewertete Werkstatt gefunden. Jetzt müssen wir mal gucken. Eigentlich hoffen wir, dass es schnell über die Bühne geht. Wenn es nicht schnell über die Bühne geht, nehmen wir uns ein Airbnb. Ja, wir sind hier bei Supercar Werkstatt und der Meister sitzt schon im Fahrzeug, hört sich das mal an wegen der Kupplung. Er vermutet, dass unsere Vermutung richtig ist. Jetzt meinte er aber erstmal so, wir haben gar nicht die richtigen Tools, um das zu machen und auch nicht die Experience mit den alten Fahrzeugen. Ja, wir haben jetzt auch leider irgendwie nicht so richtig eine Alternative im Auge und hoffen einfach mal, dass Supercar uns trotzdem helfen kann. Drückt uns. Da die Beschaffung des Ersatzteils noch weitere 5 Tage in Anspruch nehmen sollte, haben wir uns entschlossen, nördlich zur Vikos-Schlucht zu fahren. Die 10 Kilometer lange Schlucht ist nicht nur landschaftlich faszinierend, sondern beherbergt auch noch Tiere wie Geier, Adler oder auch Bären, Wölfe und Wildkatzen. Zu einer ausgedehnten Wanderung sollte es allerdings nicht kommen. Vorräte, Bio, Kräutertee, alles für den Patienten. Es hat ihn eine schlimme Männergrippe geholt und eventuell müssen wir ihn bald einschläfern lassen. Mal schauen. Wie geht's dir, Flo? Geht so. Krank im Bus ist halt nervig. Ich habe Fieber und bin platt und würde lieber draußen was erleben, anstatt hier so rumzuhängen. Ist nervig. Wir haben heute mal den Kino-Mode. So, nennen wir das normalerweise, aber es ist natürlich auch ein Krankheitsmode, haben wir aufgebaut. Tisch weg, oder der ist jetzt hier unten und dann kann man sich hier so hin chillen. Kann man auch als Bett machen, ne? Haben wir beide schon gelegen und gekränkelt, vor allem in Marokko damals. Ja, das war fies, das war ja Magen-Darm. Das war viel schlimmer noch. Ja. Aber Fieberthermometer hätte ich gerne nochmal. Kriegst du? Da kann ich nämlich gucken, ob ich bald meine Tage habe oder nicht. Denn das ist das gute Fieberthermometer von Ovi. Nicht Obi? Nein, Ovi. Immer gut ausgestattet. Das hier ist übrigens der Stellplatz. Schöner Blick in diese Berge. Und es gibt ein Häuschen, wo Duschen drin sind und Toiletten mit heißem Wasser. Die bauen da eine Bar rein. Ist alles noch so ein bisschen in der Konstruktionsphase, soll in einem Monat eröffnet werden und bis dahin ist der Platz kostenlos. Man kann eine Donation da lassen, also man kann ein bisschen was da lassen für den Strom, den man sich hier zapfen kann. Oh, deshalb. Ah ja, und ein anderes Auto steht hier auch noch. Das ist ein Pärchen, die mit einem ziemlich coolen Land Rover unterwegs sind. Mit denen haben wir vorhin schon gequatscht und genau, aber sonst keiner da. Langsam ging es bei mir bergauf, also konnten wir los die Schlucht entdecken. Sieht so flach aus.
Also sehr cool ausgeschildert hier und was ich richtig geil finde, ist, dass tatsächlich mit Blindenschrift auch gearbeitet wird und ein QR-Code haben wir noch nicht ausprobiert. Was mich aber auch interessiert, was zur Hölle ist hier drin? Ein Schrein. Ich mache ihn mal lieber zu, nicht, dass ich hier irgendwen verärgere. Gut ist auch, dass man sich hierhin ein Taxi wohl rufen kann. Perfekto. So, Florian läuft die ganze Zeit mit diesem neuen Selfie-Stick rum. Ja, weil du beschäftigt warst. Und eigentlich ist diese Kamera wasserdicht. Jetzt dachten wir probieren es mal aus. Und wird das tun? Weiß ich auch nicht. Scheiße. Er hat's getan. Der Touch funktioniert. Wie klar ist das bitte? Er nicht unsere Badetemperatur. Oh, richtig hübsch. Das ist eine richtige schöne Schlucht hier. Mit einfach unglaublich schönem Wasser. Der Platz, wo wir stehen, da werden auch Rafting-Touren angeboten. Es scheint nur einer der kältesten Flüsse überhaupt zu sein. Weshalb wir uns das gerade zweimal überlegen, wir beiden Warmduscher, ob wir denn das machen wollen oder nicht. Rafting. Es ist wunderschön hier. Wir haben auch gerade noch das allerletzte Sonnenlicht hier. Der sonnige Tag lässt nicht nur Flo's Männergrippe verfliegen, sondern bringt auch gute Neuigkeiten. Unser Ersatzteil ist endlich im Anflug. Im nächsten Video werden wir das ikonische Meteora im Nebel besuchen. Faszinierend. Nebel. Außerdem tauschen wir uns über technische Möglichkeiten aus. Hallo. Die Frage ist halt, Wir müssen das ausprobieren, ob das dann immer noch so komisch ist, meine Videos, dass so dieses HDR-Effekt ja, das probieren wir dann gleich nachher nochmal aus. Hochinteressant. glaube ich halt. Und packen unsere 7 Sachen, weil wir für ein paar Tage in ein Hotel müssen. Danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf eure Kommentare oder auch über Likes. Und zu guter Letzt bleibt nur zu sagen: Rüsschen aus Nüsschen! Danke. Danke.